Weiter geht's mit Slay the Princess. Wir haben ja letztes Mal einen Durchlauf gemacht, wo wir mit der Prinzessin zusammen uns an die Wand angekettet haben, was ja super erfolgreich war. Ja, es ist wieder Abend, darum bin ich wieder am Geinen. Und wir haben quasi die Form von ihr, also die Persönlichkeit von ihr erzeugt, dass sie eher kalt ist. Und jetzt will ich sie so psychologisch richtig fertig machen. Irgendwie. Mal schauen. Irgendetwas finden wir schon noch raus. Und ja, flüchten will ich ja dann auch noch mit ihr im Petto. Aber eins ums andere. Zuerst einmal eigentlich das da machen. Can't do this someone, forget it. Have you considered that maybe it's okay? Also wir sind ja da, wo er sagt, ja übrigens, du musst sie umbringen. Komme ich irgendeine Belohnung über, wenn ich das mache? Oh, okay, thanks for telling me what to do. Sweet I was wanted to of a monarch. Komm, ich sage das mal. Ah, schön, komm, wir bringen einen Monarch um. That's the spirit. You make your way up the short path. Ja. Also, wir bringen The den... interior of the cabin is almost the blade. Ja. Take the blade. You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Ja, genau. Also, gehen wir mal ab. The door to the basement creaks. Her voice carries up the stairs. Who's there? Also, She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Der Hero sagt, sie Don't let it hört fool sich you. It's all part of the... gefährlich an. Und dann sagen wir, hey, I think I'm here to kill you. Komm. Oh, are you now? Why don't you come down and let me take a look at you? Sie nimmt mich nicht wirklich ernst. So, bist du das? Komm doch mal ab und lass dich zeigen. Great job. You gave away the element of surprise. Good luck, hero. Ja, der Narrator ist gerade ein bisschen genervt über uns und sagt, ja, super gemacht. Jetzt hast du den Überraschungsmoment quasi zunichte gemacht. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Ja. Focus on the task at hand. You weren't kidding when you said you were here to kill me. Du hast nicht gelogen, wo du gesagt hast, du bist hierher, um mich umbringen. Yeah, it wasn't a joke. I haven't decided, I'm just here to talk. What? No way, why would you even think that? Yeah, it wasn't a joke, I haven't decided yet. Also habe ich mich nicht entschieden. Ich bin nur hier zum Reden. Ja, komm, wir sagen das mal. Then why did you bring a knife with you? How about you drop it, and then we can chat? Ja, sie sagen jetzt wieder, kannst du nicht das Messer am Boden lackieren, dann können wir miteinander schnurren. She makes a compelling point. What if we just dropped the blade and talked? Look at her. It's not like she's a threat. Don't you dare. It's fine. We can decide what we want to do after we talk to her. Maybe she really is a monster. Killing someone in cold blood isn't very becoming of us. Okay. Wir haben jetzt die gleichen Antworten, wie wir letztes Mal schon hatten. Also, der Hero meint, wir sollen mit ihr zuerst reden. Und brauchen das Messer nicht. Und wir können uns ja immer noch entscheiden. Tighten your grip. You ignore the trembling in your hands and tighten your grip on the blade. Oh, schau, wie sie mich anschaut. Er sagt jetzt gerade, du ignorierst das Zittern von deiner Hand und tust den Griff verbessern, also You verstärken. poor thing. Your hands are shaking. Are you scared of me? Because you should be. Du armes Ding, deine Hände zittern. Hast du Angst vor mir, weil du sättigst? You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Also wir gehen Ferien und unser Grip wird fester. I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. Sie bedroht uns jetzt, sie sagt, ich bin vielleicht hier angekettet, weil ich gefährlich bin und
Die einzige Waffe, die ich habe, ist das Messer. Und wenn man das benutzen will, dann müssen wir genug ankommen. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. Okay. Sie sagt, wir sollten es gescheiter am Boden tun und nicht herausfinden, was sie damit machen kann. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. Okay, nein, machen wir natürlich nicht. Are you sure she's not armed? What if she isn't bluffing? What if she kills us? I'm not dropping the blade. I'm not dropping the blade. Okay, ich sage, ich tu das Messer in den Boden rühren. Then I'm not talking to you. Und dann sagt sie, dann rede ich nicht mit dir. Squint at the princess while holding on the blade. Fine then, I guess we aren't in a impasse. Also, man könnte ihr sagen, ja super, dann sind wir jetzt in einer Sackgasse. Schiele die Prinzessin an, während du die Waffe in den Händen hältst. Komm, das machen wir mal. Stare at the princess, squinting. She squints back. Sie schielt zurück. The two of you are gonna do this forever, aren't you? Der Shiro sagt, er könnte das wahrscheinlich für immer machen, nicht? Squint at the princess harder. Komm, wir machen das mal. You squint even harder. So does she. At least nobody's dying right now. Ja, zumindest stirbt jetzt niemand. Going to have to make a choice. You can't keep squinting forever. Eventually, someone is going to have to blink. Also ich starre die Prinzessin an und irgendwann muss irgendjemand blinzeln. Und ich sollte eine Entscheidung treffen. Drop the blade. Slay the princess. Okay, ja, komm, wir machen mal Slay the Princess. Nein, wir machen Drop the Blade. The blade tumbles out of your trembling hands and drops to the floor with an unceremonious clang. Thank you. Maybe now we can just talk. Danke, möglicherweise können wir jetzt einfach miteinander reden. Against your better judgment, you step forward to speak with the princess face to face. Unarmed. We'll be fine. Okay. I don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you. So here we are. What an awkward start to a relationship. Ja, ja. A relationship are coming on to me. Yeah, it's pretty awkward. How would I get you out of it? I'm here because you're supposed to end the world. There's people, blah blah. What's your name? How long have you been here? Do you know why I'm here? To kill you? Okay, we've talked enough. Okay, wir haben genug miteinander geredet. A relationship, are you coming on to me? Das mit dem Awkward haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Das könnten wir mal sagen. Beziehung, willst du mich anmachen? Don't jump to any weird conclusions. We're two people who have met each other. By definition, we have a relationship. Oh Mann, jetzt tust du noch kühl da so drüber klugscheissern. Sie sagt, mach nicht irgendwie voreilige Schlussfolgerungen. Wir sind nur zwei Personen, die sich kennengelernt haben und bei der Definition von dem wäre es eigentlich eine Beziehung. How would I get you out of here? I'm here because you're supposed to end the world. There's people, blah blah. What's your name? How long have you been down here? I'm here. Okay, we talked enough. Okay, wir haben genug geredet. Have you decided what to do with me? Ah, hast du entschieden, was du mit mir machst? You know why you're here. Ja, ja, wir wissen, warum wir da sind. I'm going to keep you locked away down here. At least for a bit we can get... Bla bla, ich bring sie einfach um. So. Doubt, unfortunately, clouds your thoughts as you attempt to run her through. Zweifel, unglücklicherweise dann sich Zweifel um meine Gedanken versammeln,
währenddem ich versuche, sie umzubringen, zu A slayen. moment Und of dann... distraction and hesitation is all she needed to sidestep your thrust and deliver a catastrophic blow to your jaw. Ein Moment von Verwirrung und Zurückhaltung ist das Einzige, was sie gebraucht hat, um mir einen extrem katastrophalen Schlag in den Kiefer zu machen. Schau, ist das der Kiefer, oder? It feels like you've been hit with a sledgehammer. You can feel bone grinding on bone where your jaw has been fractured. Sie hat sich angefühlt wie ein Vorschlaghammer. Du fühlst, wie Knochen aneinander reiben, währenddem als dein where your jaw has been fractured, wo dein Kiefer gebrochen ist. Holy shit, that hurts! Holy shit, das hat weh Though gemacht. she's unarmed, the shock of that first strike is enough to stagger you, putting you and the princess on somewhat equal footing. Aber es ist immer noch unbewaffnet und das ist genug, um jetzt ihr mal den Rest zu geben. Your Oh. blade slashes through the air again. Oh, and Alter, again. wir machen voll Her den Fight. fists connect with your body as many times or more, each impact as heavy as that first bone-crushing hit. Also wir fighten da voll We can gegeneinander. still turn this around. Wir können das immer noch irgendwie umkehren. Give up, finish a job, flee and look her in the basement. Give up, ich gebe ihn einfach mal auf. Are you serious? As internal bleeding sets in, the blade falls from your trembling hands, clattering to the ground, uselessly. Also jetzt ernsthaft, währenddem du innerliche Blutungen hast, kippt dein You lack Messer the am Boden. will to finish the job, your bruised and broken body falling to its knees before her. Du bist unfähig, deinen Job fertig zu machen. Dein verletzte und gebrochene Boden kippt am Boden, also auf die Knie vor ihr. The princess, exhausted, chest heaving with heavy breaths, tosses the blade away from you. Die Prinzessin erschöpft, mit schweren Atemzug, rührt sie das Messer weg. This is the end, isn't it? Das ist das Ende, oder? Is this really the best you could do? Look at you. Completely broken. I'd be lying if I said I wasn't a little disappointed. Schau dich an, du bist komplett zerstört. Ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass ich ein bisschen enttäuscht bin. She plants her foot on your chest Oh and God. pushes you onto your back, the air leaving your lungs in a heavy puff. Also sie drückt mit dem Schuh auf unseren Brustkasten und drückt die Luft quasi raus, während wir dann quasi versticken. nehme ich an. And then she brings her knee to your throat. Und dann drückt sie mit ihrem Knie auf meinen Hals. She leans into it with the kind of weight you didn't think her slight frame could possibly Oh, possess, God. shattering your windpipe and leaving you starved for breath. Ja, genau. Also sie lehnt mit dem vollen Gewicht rein und wait, you didn't think her slight frame. Also du hast nicht erwartet, dass sie so schwer kann sein. Shattering your windpipe, also zerschmettert deine Luftröhre. Und lässt mich zurück quasi unfähig mit zu atmen. It's too bad. I was looking forward to some company. Das ist schade, aber ich schaue weiter nach einer Company. Company. Ah Mann, Begegnung, Company. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Everything goes dark, and you die. Yeah, wir sind gestorben! Woo! The Tower, Chapter 2. Holy fucking Maroni. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Du bist hier, um sie umzubringen und wenn du das nicht machst... Jetzt ist sie eigentlich mega stark. Ich habe ein ziemliches Déjà-vu. Wait, hasn't this already... Okay, no. But I died, what I'm going to hear. She's going to kill me again. Oh, aber sie wird mich nur eins umbringen. Again? People don't die twice.
You haven't even met the princess, and I hardly think she'd be capable of killing someone as skilled and courageous as yourself. Da checkt jetzt nicht, dass... Was? Nochmal? Leute können nicht zweimal sterben. Wir haben ja die Prinzessin noch gar nicht kennengelernt, aber er denkt doch, dass sie fähig ist, skilled, also erfahrene Leute und mutige Leute wie mich If he umzubringen. doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. If he doesn't remember what's happened, then maybe it's best to keep it. Er sagt jetzt gerade, wenn er sich ja nicht daran erinnern kann, ist es vielleicht besser, das einfach so zu belassen. You know I can hear you, right? It's going to be a lot harder than you think to keep secrets from me. Er sagt jetzt wieder, hey, ich kann dich einfach hören, du weißt schon, dass es schwierig ist, Geheimnis vor mir zu haben. What does it matter what he knows? There's nothing we can do to stop her. She's just going to kill us again. Oh, the voice of the broken, oh no. Was spielt das für eine Rolle? Also wird es wieder, there's nothing we can do. Es gibt nichts, was wir machen können, um sie zu stoppen. Sie wird es wieder umbringen. She is not going to kill you unless you let her. But slaying the princess and saving the world is going to be much more difficult than it has to be if you spend the whole time second-guessing yourself. Ja, genau. Also er sagt jetzt, she is not going to kill you unless you let her. Also sie wird dich nicht umbringen, wenn sie du lässt. Solange sie du nicht lässt. But slaying the princess and saving the world is going to be much more difficult than it has been if you spend the whole time second guessing yourself. Also es wird noch viel schwieriger, sich umzubringen und die Welt zu retten, wenn du das jedes Mal hinterfragst. Let's assume I'm telling the truth and then bla bla bla. Proceed to the cabin. Turn around and leave now. Wir gehen jetzt auf die Cabin. A warning before you go in. Ja, She ja. will lie. Ja, ja. We might as well just pledge ourselves to her and stop pretending we're capable of doing anything in this situation. She probably doesn't even need to try to overpower us. Also er sagt jetzt gerade, ich glaube, wir müssen nicht einmal so tun, als wären wir fähig gewesen, in dieser Situation irgendetwas zu machen. Und vielleicht braucht sie nicht einmal uns irgendwie zum Garmen, um die Macht von der Situation an sich zu reissen. Can we tone down the pessimism just a smidge? Er sagt jetzt gerade, können wir aufhören, so pessimistisch zu I'm tun. not being a pessimist. I'm just being realistic. Ich kenne Leute, die auch so würden argumentieren. Ich bin kein Pessimist, ich bin ein Realist. Ja, leider ist es so, dass zwischen Pessimisten und Realisten manchmal nicht sehr weite Distanzen zwischen ihnen sind. Und Leute manchmal Realismus mit Pessimismus verwechseln und umgekehrt. Naja. You're being annoying. Du bist recht verstörend. Just ignore their bickering, and whatever you do, don't pledge yourself to her. I cannot stress enough how absolutely catastrophic that would be for everyone, yourself included. Mhm. So, Herr, los einfach denen nicht so. Du musst dich nicht ihr untergeordnet fühlen. Der Stress macht das nur noch katastrophaler. I agree. If she's wrongfully imprisoned, then we should rescue her, but if he's telling the truth, we shouldn't just hand her the world on a silver platter. Shouldn't just hand her out. Also, ich tu zustimmen. Sie ist sicher imprisoned, then we should rescue her. Also es ist sicher sinnvoller, dass sie eingesperrt ist, als dass man sie rettet. Aber wenn sie but if he is telling the truth, also wenn er die Wahrheit sagt, sollten wir sie sicher nicht aus der Hitten rauslassen. Rescue her? Given the stakes of the situation, there isn't really a difference between rescuing her and pledging yourself to her. Either would be terrible. Mhm. Also er sagt jetzt gerade, sie retten. Ist es nicht das Gleiche, wie wenn wir uns ihren ausliefern quasi? So please try to ignore both of those knuckleheads and focus on saving the world. Let's not make this harder than it has to be. Er hat gerade Herr auf die beiden Knebelgrinten zu ignorieren. Fokussiert dich auf das Retten von der Welt. Let's not make this harder than it has to be. Also macht nicht noch schlimmer, als es schon ist.
Also gehen wir If zur that's Cabin. what you want, I guess I don't have a say here. Wenn das ist, was du willst, dann habe ich wahrscheinlich keine Wahl. Ich habe nachher dann noch eine andere Idee, was wir auch noch probieren können. The interior of the cabin is larger and more grandiose than its humble exterior would suggest. The only furniture of note is a massive marble altar with a pristine blade perched on its edge. Alter, das ist eine majestätisch grosse Halle und auf einer Säule oben ist das Blade. Alter. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Wir legen mal den Spiegel da. Why do we feel so small? Warum fühlen wir uns so klein an? We don't feel small. We are small. Der Broken sagt, wir fühlen uns nicht klein, wir sind klein. Approach the mirror, explore, take the blade. You didn't say anything about the ball. Ich nehme mal das Ding, take the blade. You take the blade from the altar. It would be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. Okay. Dann gehen wir ins Basement. Der Spiegel ist einfach weg. Oh! The door to the basement creaks open, revealing a spiral staircase. Its steps almost as deep as you are tall. The smell of incense drifts up from below. For a moment, you almost feel at ease. Okay, wir gehen eine Spiraltreppen ab und die Stufen sind grösser, als ich fast gross bin. The smell of incense drifts up from below. Der Duft von Weihrauch kommt unten rauf und für einen kleinen Moment fühlen wir uns wohl. Huh. This is actually kind of nice. Das ist irgendwie noch schön. It's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. Das klingt einfach immer so falsch, wenn er das sagt. Es ist einfach ein Steinkeller. Wenn wir sie umbringen, machen wir ihr einen Gefallen damit. Her booming voice rolls up the stairs. Booming! Ihre bebende Stimme halt die Stege unten rauf. Is that a guest I hear? Don't linger on the stairs. Come down and witness me. Oh, Alter, was ist jetzt los? Oh, ich kehre da einen Gast. Bleib doch nicht auf der Treppe stehen. Komm ab und zeig dich mir. You weren't kidding when you said it was booming. She wasn't like this last time. Er hat keinen Witz gemacht, und er gesagt hat, dass ihre Stimme halt oder respektive bebt. Das ist das letzte Mal nicht so We gewesen. need to get down there. She wants us to see her. We need to see her. Hey, wir sollten runtergehen, sie will uns sehen. Wir wollen sie sehen. Should we be worried about your sudden change in attitude? Just a few minutes ago you were going on about how pointless everything was. Now you want to go down there. Wenn wir uns Sorgen machen um die Änderung von deiner Stimmung oder Tonlage. Vor ein paar Minuten hast du noch gesagt, wie sinnlos das alles ist, und jetzt willst du dort runter. It doesn't matter what that little voice says. He's not the one making the decisions. Though if his ramblings get you to the princess, they get you to the princess. Es spielt keine Rolle, was die kleine Stimme sagt. He's not the one making the decision. Er ist nicht der, der die Entscheidungen trifft. Aber wenn sein Rambling, sein Geschwafel dich zu der Prinzessin bringt, dann gang zur Prinzessin. Also, wir gehen mal ab. Making your way down the spiral staircase is a time-consuming and exhausting effort. Every step requiring you to clamber over one edge before dropping to the next. But soon the end comes into view, and you tumble to the bottom, entering the vast, temple-like room beyond. Also das Ablaufen von der Spiralstege ist extrem zeitaufwendig und erschöpfend. Und jeder Schritt erfordert extrem viel von dir, dich über die Kanten zu bewegen. Also von einer Stufe zur nächsten zu kommen. Aber schon bald erreichen wir das Ende. Und wir kommen endlich zu Unterstunden an. Und wir sehen dann quasi einen tempelgleichen Raum. The princess towers over you, almost glowing in the weak starlight, her figure framed by a stained glass window.
Her long hair billows around her, and a chain binds her wrist to the far wall. Also, die Prinzessin türmt sich vor mir auf, fast schon schier leuchtend im schwachen Sternenlicht. Und ihre Silhouette quasi füllt das ganze Fenster hinten auf uns. Und ihr langes Haar weit hinter ihren Appen, and the chain binds her wrist to the wall. Und die Kette tut sie an die Wand binden. The chain is nothing to her. It might as well be a toy for all the good it would do. I told you, it was pointless to resist her. Ja, genau. Also, er sagt jetzt gerade, die Kette, die bringt doch gar nichts. Bei dieser, ist doch für sie wie ein Spielzeug, bei dieser Grösse und bei dieser Macht, die sie hat. Das ist doch einfach sinnlos, ihr zu widerstehen. The little bird has returned to me. I wonder what he wants. Oh, das kleine Vögel ist wieder zu mir zurückgekommen. Das wundert mich, was er von mir will. You brought that knife again, even though you know it's useless. Du hast das Messer wieder Such mitgenommen. charming audacity. Du hast das Messer wieder zu mir gebracht, obwohl du eigentlich weißt, dass es nutzlos ist. Was für eine Kühnheit du hast. Drop it. Okay. Das lag hier. Okay, wir sind jetzt einfach mal die feige Sau und machen, was sie sagt. The blade slips from your fingers and clatters uselessly to the floor. Also das Schwert geht am Boden und geht nutzlos, also klettert. Ah Mann! Ich und Wörter, wenn ich sie will ja, fehlt noch. Eigentlich, es rutscht aus meinen Fingern und geht nutzlos am Boden. We didn't have to do that. Wir müssen das nicht machen. Ne? And yet you did. Und ja, und jetzt hast du es gemacht. She's so much more than us. You wouldn't understand what it feels like to be in her presence. Es ist so viel mehr als mehr. Du verstehst noch nicht einmal, wie es sich anfühlt, in ihrer Nähe zu sein. Oh, I understand what's going on, and you'd better snap yourself out of it. Ich verstehe ganz klar, was ist, und du solltest dafür sorgen, dass du aus dieser Situation rauskommst. Kneel. Okay, wir sind einmal unterwürfig. Sie sagt Knie nieder. Okay, wir knieen mal. On her command, you fall to the floor, knees painfully connecting with hard stone. Gemäss ihrem Befehl kiehst du zum Boden und kniest schmerzvoll auf dem harten Boden. That's my good little bird. Now, why don't we talk? Ah, das ist mein lieber Vögel. Wieso können wir jetzt nicht miteinander reden? The last time we met, you tried to kill me. And here you are again, trying to succeed where you've already catastrophically failed. Das letzte Mal hast du mich versucht umzubringen und jetzt bist du wieder da und versuchst es nochmal wieder gut zu machen, was du letztes Mal katastrophal versagt hast. What draws you back here beyond the empty halls of death? Was hat dich hierher zurückgebracht in die leeren Halle vom Tod? Speak. Red. The last time we met? I suppose that lends credence to our conversation in the woods. Still, whatever you do, don't tell her why you're here. It's best not to give her any ideas. Mhm. Was das letzte Mal, wo wir uns... Der Narrator checkt jetzt, dass sie etwas sagt, wo impliziert, dass wir jetzt schon beim zweiten Mal mit ihr reden. Und er sagt, ich glaube, dass erklärt die Konversation, die wir im Wald hatten. Aber egal was du machst, sag ihr nicht, wieso du da bist. Das ist nicht eine sehr gute Idee. No, I won't tell you. You're supposed to end the world. Du hast vor, die Welt zu beenden. You weak-willed buffoon. Du willensschwacher Trottel. Is that so? Ja, das ist so. The princess closes her eyes in contemplation.
Prinzessin schließt ihre Augen, was heißt Contemplation schon wieder? Mit nachdenklich. Something about that thought wraps itself around my heart. It feels like a fundamental truth to my being that I'd somehow forgotten. Der Gedanke, etwas an dem Gedanken schließt sich mir schließt sich um mein Herz. Es fühlt sich an, als wäre da eine fundamentale Wahrheit drin, etwas, was sie vergessen hat. The collapse of the old is a necessary prelude to the birth of the new. And the world as it is now is overdue for alterations. Der Zusammenbruch vom Alten ist ein notwendiger Auftakt zur Geburt vom Neuen. Und die Welt, wie sie jetzt ist schon lange überfällig für Veränderungen. It's time for me to seize my destiny. And you, little bird, will help me seize it. Es ist Zeit für mich, mein Schicksal zu ergreifen. Und ich, kleiner Vogel, will ihr dabei helfen. She's inevitable. There's nothing else for us to do but help her. Maybe she'll be nice to us. Es ist unvermeidlich, es gibt nichts, was wir machen können, ausser ihr helfen. Und vielleicht ist sie ja gut zu uns. What would you have me do? What do you have planned? Just because you're supposed to enter the world doesn't mean you actually have to do it. You can't be whatever you want to be. I have questions for you before I decided to do anything. Okay, und man kann sie noch Sachen fragen. What happened to you after I died? I'm not going to help you end the world. I'm yours command. Pledge yourself. Unterwirf dich ihr. Also ja. What would you have me do? What do you have planned? Just because you're supposed to... Wie dem wir ihr entgegnen? Wenn wir uns komplett unterwerfen? Wir machen das mal. Ich will einfach wissen, was passiert. Wir geben ihr möglichst viel Macht. Okay, komm, wir machen das mal. Your will was so easily broken. Am I that magnificent? Dein Wille ist so leicht zu brechen und ich bin so grossartig. All you need to do now is break my chains. Das ist aber voll schräg. Ich meine, sie sagt jetzt gerade, das Einzige, was du machen musst, ist meine Ketten zu zerbrechen. Ich meine, sie ist ja viel stärker als mir. If this is what you want, then I guess there's not much else for me to say. Wenn es das ist, was du willst, dann vermute ich mal, gibt es nicht mehr viel, was er sagen kann. No, you can't just give in to her. Not when the stakes are so high. Not when you're so close. I won't let you do this. Nein, du kannst das nicht machen. Nicht, wenn so viel auf dem Spiel steht. Ich lade dich das nicht machen. There's still something in the way. A greasy film inside of you where it doesn't belong. Trying to conceal you from me. Da ist etwas im Weg. So ein fettiger Film in dir inne, wo man eigentlich gar nicht ankehrt. Ich versuche... trying to conceal you from me. Versucht, sich vor ihr zu verbergen. Is that a person? Ist das eine Person? No. It used to be a person. It's something different now. An echo. Ist es eine Person? Nein, es will sich so verhalten wie eine Person, aber es ist irgendetwas anderes, ein Echo. Is she talking about you? Redet sie von dir? That's impossible. She's not supposed to be able to interact with me. You're a small one, aren't you? Oh, wie geil ist das? Nein, sie kann mich nicht meinen. Sie weiß gar nicht, dass ich existiere. Und nachher sagt sie, du bist so ein Kleiner, oder nicht?
A shriveling little worm stretched beyond its limits, trying to control things that it can't understand. Ein zitternder kleiner Wurm, der sich versucht grösser zu machen, als er kann. Und versucht, Kontrollen über Sachen zu bekommen, die er nicht versteht. No. What are you talking about? I'm just... I don't care what you are. You're mine. Nein, über was redest du? Ich. Und der Narrator hat gerade immer sagen so, mir ist scheißegal, was du bist jetzt mies. Ah! Rise, my little bird. Flieg, mein kleiner Vogel. Without hesitation, you're brought to your feet. Alter, wie geil ist das, sie übernimmt Kontrolle vom Narrator. Alter. Ohne Zögern wirst du auf deine Beine angehoben. Break my chains. Zerstöre meine And how are we Ketten. supposed to do that? All we have is a blade. Und wie sollen wir das machen? Das Einzige, was wir haben, ist ein Messer. Und das haben wir ja gar nicht mehr, oder? Oder haben wir es noch? Nein, wir haben es gerade nicht mehr. All you need to do is believe it's been done. Das Einzige, was du machen musst, ist glauben, dass es das gemacht ist. Und das stimmt auch. Der Narrator erklärt uns, was in der Geschichte passiert. Und genau das passiert, ja. I have to. It's over. I'm sorry. Break her chains. Okay, break her chains. Her chains shatter, and the cuff falls from her wrist. She is loose, and the end is upon us. Ihre Ketten zerspringen und die Handschellen gehen von ihrem Handgelenk. Es ist frei und quasi ist kurz davor die Welt zu beenden, also das zu beenden. What a good disciple you are. Come, it's time for us to leave. Was für ein guter Schüler du bist. Come, it's time for us to leave. Komm, es ist Zeit, das zu verlassen. Take your hand. Komm, das machen wir einfach. Your obedient servant. Und sie ist weg. Okay. Wir sind jetzt also super geil unterwürfig. Wir sind jetzt also nicht der Psycho, den wir eigentlich ursprünglich mal haben wollen. Aber das machen wir schon auch noch. But you don't take her hand. You will, nor will you ever. It's time to leave. Memories returns. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? And is that a mirror? Why is it here? Why now? It's going to be okay. Just trust me. But it feels so bad. Like looking into it right now is going to be the end of everything. Ja. I don't want to look at us. I don't want to look at us. Ich will nicht wissen, was wir sehen. It's not the end. Whatever on the other side is going to be nice. It's the end for you, but not for me. I see you on the other side. Nein, das da. Okay. If you say so, we'll trust you. Okay. Also, wenn du das sagst, dann wird er mir No verdrühen. mercy. Oh, Gnade. Okay. Approach the mirror. You approach the mirror. Gaze into your reflection. Silence as you reach forward. They're gone once again. The mirror always makes them leave, but you need to see what's in it. You've unrevealed, revealed, was auch immer. Revealed. You find yourself in the longing quiet, bla 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 bla, gehen wir zur Cabin. Oh, und wir sind wieder hier. Nur ihr Oberkörper ist rum. You are in the cabin. Wieso ist nur ihr Oberkörper? There's a world beyond the endless walls of the long quiet. I am curious to see what it means for us to know it. Da ist eine Welt hinter dieser endlosen Wand,
of the long quiet, im langen Schweigen. Mich wundert es, was es bedeutet, das kennenzulernen. Do you think there are people out there? Denkst du, dass es dort ein Lied gibt? Do you think that anything is real out there? Hast du das Gefühl, dass dort alles real ist? Do you think that we are real? Hast du das Gefühl, dass wir real sind? Do you have... Okay. Der Rest ist etwa wieder gleich. Do you think... do you know what's going to happen when you are awakened? Weißt du, was passiert, wenn du erwachst? Komm, das fragen wir sie mal. If I did, I would already be awake. Wenn ich's... das ist so eine dumme Antwort. Wenn ich das mache, wenn ich es gemacht habe, dann bin ich bereits schon wach. Hä? Das ist so wie... Wieso ist es jetzt plötzlich so hell da drinnen? Und dann sagst du so, ja, weil es jetzt hell ist. Oder was? Do you think there are people out there? Do you think that anything is real out there? Komm, ja, muss ja. Eigentlich, die Realität besteht aus, ich denke, also bin ich. Also alles, was passiert, ist für mich real, weil ich gar keine andere Möglichkeit habe, etwas anderes festzustellen. Ist eigentlich eine dumme Frage, wenn ich das frage. Eigentlich egal, was es ist, sobald wir es wahrnehmen, ist es für uns die Realität. In dem Moment. Do you think there are people out there? Hast du das Gefühl, dass es dort ein Lied gibt? It doesn't matter if there are. People are too small for us. You and I are the only things that interest me. Okay. Es spielt keine Rolle, ob es dort ein Lied gibt. Leute sind viel zu klein für uns. Das Einzige, was interessant ist für sie, sind ich und sie. Do you think that anything is real there? Do you have a thought on this vessel? When you send me back, I'm not alone. There are voices that speaks to me. Some of them are me, but one of them is nothing else. Something else. I call him the narrator and he wants me to kill you. Do you have a narrator? Have the vessel had one? Oh, das ist sehr eine geile Frage. Also wir fragen sie eigentlich, wenn du mich zurückbringst, habe ich Stimmen in mir inne, die mir kehren. Aber eine davon ist irgendeine andere Stimme. Sie nennt sich selber der Erzähler und will, dass ich dich umbringe. Hast du einen Erzähler? Oder hat die das Gefäß einen gehabt? No, their minds are empty, existent, but constantly shifting into something new. Do you think your narrator lives in the spaces beyond? Aha. Nein, ihre Geister sind leer. Ihre Existenz, constantly shifting into something, ihre Existenz verschiebt sich ständig in etwas Neues. Do you think your narrator lives in the space beyond? Hast du das Gefühl, dass der Narrator im Raum dahinter, also jenseits vom Raum lebt? He does. I don't know why, but I know this for a fact. He does. I don't know what I'm going to do when I find him. He does, and when I find him, you and I are finally going to have answers. He does, and when I find him, I'm going to kill him. Nein, das machen wir nicht. He does, but you're going to keep that to yourself. Nein. Vielleicht ist ja sie der Narrator, das wissen wir ja gar nicht. He does, and when I find him, I'm going to kill him. Nein, das machen wir auch nicht. He does, I don't know what I'm going to do when I find him. Ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich ihn finde. He does, I don't know why, but I know this for a fact. He does, und dann... Nein, also... das macht er. Und wenn man ihn findet, you and I have finally going to have answers. Dann haben wir vielleicht endlich Antworten. Ja, komm, das machen wir das mal so. Do not look to one who fears me for your truth. The only answers worth knowing are those we can find within ourselves. Don't look to one who fears me for your truth. Also schau nicht zu jemandem auf, wo mich fürchtet wegen
deiner Wahrheit. Hä? The only answers worth. Die einzige Antwort, das einzige Wissenswerte, are those we can find within ourselves, sind die, wo wir in uns selber finden. Oha, okay, ja, macht Sinn. I'm ready to go back. If this is one last stage before your completion, then I'm not going back. I'm just going to stay here. How many more vessels do I need to bring? Wie viel willst du noch? Okay, komm, dann fragen wir mal. 1. Whatever you bring me next will be enough. And then gravity will pull the others back to me. I will be singular. A final multitude. Ah, Alter, das vorige Singen ist manchmal ein bisschen... Ja. Nur eine. Egal, was du mir bringst, wird genug sein. And then gravity will pull the others back to me. Also, das ist irgendwie manchmal von der Logik her ein bisschen komisch. Und dann wird die Schwerkraft die anderen zu mir zurückziehen. I will be singular. Ich werde einzigartig sein. Ein final multitude. Eine finale Menge. Manchmal. Do you have thought on this vessel? Hast du Gedanken an die... Ja, komm, wir fragen das mal. This one is Dominanz. A figure capable of bending everything to her will. She will make for a terrifying and divine heart. Sie ist dominant. Sie verkörpert die Fähigkeit, alles können zu verbiegen und für ihren Willen zu formen. Sie macht ein furchteinflößendes und fast schon göttliches Herz. Do not mourn her, for she would not be able to mourn you. Trauer nicht um sie, sie wird nicht fähig sein, um dich zu trauern. Okay, do you think that anything is real out there? Do you think that we're real? Komm, wir fragen das jetzt gleich mal ein. If this last time, is there anything you would like me to bring you? Wenn das letzte... Oh, das ist eine gute Frage. Wenn das letzte Mal ist... Gott, sie hat ja gesagt, dass es eigentlich egal ist, was ich ihr bringe. If this is the last stage before completion, then I'm not going back. Komm, wir sagen das ihr mal. These gifts are a conversation, and each one shows me the contours of your heart. The only thing I want to see is what you choose for me when the thread is fully drawn. Okay. Die Geschenke, die wir ihr geben, sind Gespräche, die wir mit ihr führen. Und jedes zeigt ihre Konturen von meinem Herz. Das Einzige, was sie will, ist sehen, was wir für sie aussuchen. When the thread is fully drawn. Wenn die Aufgabe komplett erledigt ist. Do you think that anything is real out there? If this is... okay. Hast du das Gefühl, dass alles real... Wir fragen das gleich mal. Das ist vielleicht eine dumme Frage. Wir fragen das gleich mal. We are real. Ja, genau. Nothing is an idea that dwells in the absence of something. But nothing cannot exist on its own. And because of that, nothing can't exist. Wir sind real. Nicht ist eine Idee, dass irgendetwas in der Abwesenheit liegt. Aber nicht kann nicht für sich allein existieren. Das stimmt, es braucht immer das Gegenteil. Und darum kann nicht existieren. Oh Gott, ist das kompliziert. Aber ich lieb's. If this is the last stage before your completion, then I'm not going back. I'm just going to stay here. I'm ready to go back. Das ist ja eigentlich fast schon... Ich weiß auch gar nicht, wieso sollte ich denn da bleiben? If this is the last stage before your completion, then I'm not going back. Dann gehe ich nicht mehr zurück.
Ich bleibe einfach bei dir. Ja, das wird unfreiwillig passieren wahrscheinlich. Attack the Entity. Weißt, das ist ja schon... Ich frage mich, was bringt das? Was machen wir damit? Attack the Entity. Destroy your body. I'm ready to go back. Komm, wir machen das einfach mal. Jetzt sind wir tot. The Touch. next time I see you, each of us will finally know what we are. Beim nächsten Mal werden wir endlich erfahren, was wir sind und wer wir... ja, genau. I will be here, waiting for you. Back und tot. Ich bin wieder hier sein und warten auf dich. Und everything goes dark and you die. Dominant vessel. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Okay, jetzt versuchen wir den Spieß umzudrehen. Jetzt versuchen wir... Ja... Schwierig. Was könnten wir noch machen? Wir könnten sie einschüchtern You're here versuchen. to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Have you considered that blah blah? Seems can't do this. Forget this. I'm not doing this. Have you considered that maybe I'm okay with ending the world? Komm ich irgend so ein Dings über? Okay, danke, dass du mir das erklärt hast. Don't mention it. It's all part of the job. Ja, nicht der Rede wert. Das ist alles ein Teil vom Job. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. Mhm. The interior of the cabin is the blade is your... Ja. Was interessant ist, wir nehmen dann mal das Messer nicht mit und bringen sie dann gleich um. Das werden wir machen. Und wir werden so ein bisschen Psychospiele machen. Wir gehen enter the basement. The door to the basement her voice softly carries up the stairs. Hello? Is someone there? Hallo, ist da jemand rum? Hypnotizing. It's the kind of voice you only have to hear once to remember it for the rest of your life. Ja. Don't let it fool you. Ja. Lie, I'm here to save you. Here, I'm here to slay, continue. I'm here to save you. Oder kann ich da lügen? Ich bin da, um dich zu retten. Wait, really? You're here to rescue me? I was starting to think I'd be stuck down here forever. Ah, wirklich? Du kommst mich retten? Ich habe das Gefühl, dass ich für immer da I bin. see. You're trying to get her to lower her guard. It's a gamble, but it might work. Ich sehe, du versuchst sie dazu zu bringen, dass sie ihre Verteidigung, also ihren Schutz vernachlässigt oder dass sie sich in Sicherheit wiegt. Es ist zwar ein Glücksspiel, aber vielleicht funktioniert es. Come downstairs. I want to see the face of my rescuer. Hey, komm ab, ich will sehen, wer mich rettet. Das ist wieder ganz leer. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. das kennen wir She's schon. beautiful. Ja. I'm begging you to stay focused. There's a lot riding on you here. Ja. Hi. I can't believe you're here. I've been waiting for something like this to happen forever. Ja, hey, ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Ich habe schon seit Ewigkeiten gewartet, dass das passiert. I hope you brought something to deal with these chains. Ich hoffe, du hast etwas mitgebracht, um irgendetwas mit den Ketten anzustellen. You were lying when you said you were here to rescue her, but regardless of your intentions, breaking her out of those chains would be a big mistake. Don't even try it. Und du hast sie natürlich angeschaut, wo du gesagt hast, du musst sie retten. Aber egal, was deine Absichten sind, sie aus diesen Ketten rauszubringen, wird ein grosser Fehler sein. Also versuch es nicht einmal. I see what I can do and examine the chains. Hold on, let's talk a bit first. Okay. Also, komm, wir reden mal zuerst. Okay.
What's your name? Bla bla bla. Ich tue jetzt mal ganz fiese Antworten geben. Mal schauen, was passiert. I'm going to get you out of here. I can't believe they bla bla. Go back and retrieve the blade without saying another word. I'm sorry, but I just can't trust you. This doesn't add up, and isn't worth to risk to take your world for a potential fate of the world. I'm going to keep you locked away down here, at least for a while. Ich gehe mal einfach erst rauf und hole nochmal das Messer. Go back and retrieve the blade without saying another word. Thank you. You turn back to the stairs, intent on retrieving the blade in the cabin. Du gehst wieder checken rauf und das Where are Messer. you going? You can't just leave me here. Wo gehst du hin? Du kannst mich nicht einfach zurücklassen. Oh, Alter! You'd better hope for your own sake that I don't slip these chains before you make it back down here. Du kannst hoffen, dass für mein eigenes Wohl, dass sie Ketten nicht loswerden kann, bevor wir wieder dumm Slip sind. these chains? She can't, right? She needed our help to get out of here. But do you hear the conviction in her voice? I don't think she's bluffing. Ja genau. Slip these chains, also die Ketten abwerfen oder abstreifen. Das kann sie doch nicht, oder? Sie braucht es, damit sie da rauskommt, aber die Überzeugung ihrer Stimme, er glaubt nicht, dass sie blufft. She has to be bluffing, but I'd hurry if I were you. Klar kann sie bluffen, aber er sagt, es ist vielleicht gleich gescheiter, wenn du schnell bist. You rush up to the first floor, grabbing the blade, both yours and the world's only possible salvation. Genau, du stürmst die Stege rauf, holst ganz schnell das Messer und hoffst, dass es möglich ist, die Welt noch zu retten. Okay. If we're sure about this decision, I'll support it. I suppose we have a world to save after all. Mhm. Also wenn das die einzige Möglichkeit ist, dann unterstützt er uns. Es ist vermutlich er glaubt, wir müssen wirklich die Welt retten. You slowly creep down the basement stairs. Oh Gott. It's quiet. Oh Gott. Oh Gott, Jumpscare. Jetzt, ich sehe es schon. Du gehst langsam die Stegen ab und es ist mega ruhig. Oh Gott. Where the princess sat only a moment ago. Alter! Severed arm, its cooling flesh still chained to the wall. And What? she is nowhere to be seen. Alter! Oh, wo vorher Prinzessin war, ist jetzt nur noch ein severed, ein abgetrennter Arm. Es ist its cooling flesh still chained to the wall. Das kalte Fleisch ist immer noch an die Wand, an die Kette gebunden, aber sie ist nie Is mehr. it just me? Or did this room get a lot bigger? Kommt es nur mehr so vor oder ist der Raum viel größer geworden? Hello, I think we got off on the wrong foot. Do you think we can start over? She's lost an arm. I'm locking her down there, letting her bleed out. Let's finish this. Wir können sagen hallo. I think we got off on the wrong foot. Ich glaube, wir sind auf dem falschen Fuß verwitscht worden. Sie hat den Arm verloren. Ich lasse sie einfach da unten bleiten. Komm, wir machen das jetzt einfach mal. Ja, ja. This is a dangerous play. Who's to say she'll actually succumb to her wounds? Das ist ein gefährliches Spiel. Wer sagt, dass sie tatsächlich an den Wunden erliegen wird? She doesn't have a weapon and she's missing an arm. You can finish this right here, right Genau, now. sie hat keine Waffe und ihr fehlt ein Arm. Du kannst das machen. Lock her away. Tell you what, I've even stay here for a while to make sure she's dead. You're right, let's finish this. Nein, komm, lock her away. Tell you what, I even stay here for a while to make sure. Also ich bleibe noch ein bisschen hier, um sicherzustellen, dass sie tot ist. Oh, das kommt Close the nicht. basement door, locking it behind you and quickly barricading it with the heavy wooden table that once held the blade. Okay. Du gehst wieder rauf, verschliessest die Türe schnell und verbarrikadierst es mit dem schweren Holz. So schwer ist ja der gar nicht. Okay, we can make this work. She has an awful wound and we have all the time in the world. Okay, Playing also... jailkeeper for a while might make things a little easier. Okay, das kann vielleicht sogar funktionieren. Sie hat eine ziemlich schlimme Wunde.
und wir haben alle Zeit von der Welt und der Jailkeeper, also der Gefängniswächter zu spielen, ist vielleicht viel einfacher. You settle in against the far wall to watch the basement door. Du lernst dich gegen die, Mann. Kann ich es jetzt noch stackeln? You settle in against the far wall. Du setzt dich von der Wand weg an und schaust, was mit dir Isn't long passiert. before you start to drift off, your eyelids heavy with fatigue. But sleep doesn't come. Instead, your rest is broken by a piercing, wailing voice calling out to you from the other side of the door. Es geht nicht lang, bis du anfängst, bis deine Augenlider schwer werden und du vor Müdigkeit einschlafst. Aber du kannst nicht schlafen. Stattdessen by a piercing wall voice calling out from you the other side. Stattdessen kommt von der anderen Seite eine klagende Stimme. I know you're still there. Why don't you make things easier on yourself and let me out? Ich weiß, dass du da bist. Why don't you make things easier on yourself and let me out? Wieso machst du es mir nicht einfacher? Wieso tust du die Situation nicht einfacher machen? Lass mich einfach raus. It's not like this little door will hold for very long anyways. It's probably a good idea to try to get back on my good side. Die Tiere wird nicht lang Stand halten. Und vielleicht ist es eine gute Idee to try and get back on my good side. Ihr wieder zu helfen. She sounds terrified. Alter, ja, Like voll. she's less of the princess you saw and more like something out of a nightmare. Genau. Sie klingt schrecklich, als wäre sie nicht eine Prinzessin, sondern mehr irgendetwas Nightmare, also albtraumhaftes. As she violently rattles the door, you do your best to shut her out of your mind. Ja, währenddem sie heftig gegen die Türen anschlägt, ist das Beste, was du kannst hoffen, sie aus ihren Gedanken zu When I get bringen. out of here, I'm going to pick you apart piece by piece. I won't forget what you did, and I'll never forgive it. Alter, wenn ich da rauskomme, dann werde ich dich Stück für Stück auseinanderreißen und ich vergebe nicht für das, was du gemacht You hast. know the kind of enemy you've made tonight. Du kennst nicht der Feind, den ich heute Abend gemacht habe. It doesn't sound like she's getting any weaker. Es sieht nicht, als würde sie immer schwächer No. werden. It doesn't. Nein, sie tut nicht. Threaten me all you want. All it does is ease my guilty conscience. Bedrohe mich so viel wie du willst. Das Einzige, was du machst, ist mein Gewissen zu beruhigen, mein Schlechte. Whatever you are, you're not a princess. Go ahead and waste your energy. I'll be waiting for you. Bang on the door all you want. It will only make you bleed out faster. I can ignore her and go to sleep. Ignoriere sie und geh schlafen. Ja, dann bin ich tot. Ganz sicher. Schlag an Tiere wie du willst. Das macht nur, dass du noch schneller stirbst. Alter, das ist ja hure dreist, wenn ich das ihr sage. Threaten me all you want. All it does is easy guilt. Mach das. Whatever you are or not a princess, go ahead and waste your energy. I'll be waiting for you. Nein, ich nehme an, dann wird sie stark sein. It only makes you bleed out. Okay, ich sage das einfach. Do you think losing an arm is actually enough to do me in? I can always find another. I'm not as frail as you think. Hast du das Gefühl, dass ein Arm verlieren genug ist für mich? Ich finde einen anderen Weg. Ja, ich bin nicht so zerbrechlich, wie du denkst. You put the princess's threats out of your mind as best you can and huddle up against the wall. Du versuchst, die Prinzessin aus deinen Gedanken zu bringen und drückst dich quasi gegen die Wand. You jolt awake in the middle of the night to silence in the cabin. The ruckus has stopped, and the door to the basement is ajar.
its lock broken, and the table shoved out of the way. Okay. Du schießt auf mitten in der Nacht, wo es plötzlich ruhig geworden ist. Das Klopfen hat aufgehört und die Tür zum Keller ist aufgegangen. Ihr Schloss ist zerbrochen und der Tisch ist auf die Seite geschoben Where worden. is she? Wo ist sie? Thanks for helping me get out of that awful basement. Danke, dass du mich aus dem schrecklichen Gefängnis geholt hast. You try and stumble to your feet, but as the princess draws near, it's as though your body simply stops working. Ja. Du versuchst, you try and stumble to your feet, but as the princess nears you, it's though your body simply stops working. Also während sie sich nähert, hört dein Körper auf, das zu machen, was du willst. It isn't all at once. The paralysis comes in waves. Oh Gott. First your toes go numb, and then your feet, and then your legs. You lie prone on the floor of the cabin, unable to do anything but witness her approach. Es kommt nicht alles miteinander. Zuerst kommen Paralysen in Wellen. Und zuerst werden deine Zehen taub und dann die ganze Fuß und dann dein ganze Bein. Du liegst prone, regungslos am Boden vom Hütli, nicht fähig, sich irgendwie gegenüber ihrem Näheren zu wehren. Whose side are you on? How side are you? Auf welcher Seite bist du? Yours, of course. Auf deiner Seite natürlich. But I have a duty to uphold the truth. Lying about the facts of the situation doesn't change them. Okay, aber er hat eine Aufgabe zu erfüllen, und zwar immer die Wahrheit zu sagen, zu lügen, tut die Situation nicht verändern. So helpless. I can take my time with you, can't I? So hilflos, ich kann Zeit mit dir nehmen, kann ich nicht. She steps closer, one silent footfall at a time, cocking her head in curiosity as you feel your organs shutting down one by one. Sie kommt näher. Jogging her head curiosity as you feel your organs shutting. Oh Mann. Also sicher mal ist unsere Organe zittert. Eins ums andere. Jogging her head in curiosity, also neigt ihren Kopf gewunderig. Or maybe Alter! I can't take my time with you. You don't look well. A little green around the gills. Oder möglicherweise kann sie sich nicht genug Zeit mit mir lassen. Ich sehe nicht gut aus, ein bisschen grün um die Kiemen. Wieso das? What a shame. If you'd only help me get out of here, we could have done such wonderful things together. Was für eine Schande. Wenn ich ihr geholfen hätte, hätten wir so coole Sachen miteinander Your machen. lungs stop drawing in breath, and your heart freezes in your chest. You have seconds left. Also meine Lungen hören auf, die Atmung zu machen, und mein Herz gefriert in meinem Brustkorb. Ich habe nur noch Sekunden. I'd say better luck next time. But we both know this is the end, don't we? Sie sagt, viel Glück beim nächsten Mal. But we both know that is the end, don't we? Aber wir wissen beide, dass es das Ende ist, oder nicht? It can't be. This can't actually be how everything ends. Das kann nicht sein, wie alles I'm endet. sorry, but it is. Aber es ist so. Everything goes dark, And you die. and you die.